Nachdem der Europapark am 21. Mai als Modellprojekt in die Sommersaison starten konnte, war das Projekt nach 2,5 Wochen beendet und die Freizeitparks in Baden-Württemberg durften wieder regulär öffnen. Die Bilanz aus Sicht der Uniklinik Freiburg, die das Modellprojekt wissenschaftlich begleitet hatte, fiel weitgehend positiv aus. Es wurde kein Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit dem Parkbetrieb beobachtet und die Infektionsgefahr wird für Besucher und Mitarbeiter als gering eingestuft. Als Schwachstellen wurden hauptsächlich Menschenansammlungen erkannt, die durch bessere Steuerung der Besucherströme verhindert werden sollen. Außerdem sollte lieber auf das ständige Desinfizieren der Fahrgeschäfte verzichtet werden, um die Wartezeiten zu verkürzen und so möglichst wenige Menschen in den Wartebereichen zu haben. Das Angebot an Desinfektionsspendern für die Besucher sollte stattdessen ausgebaut werden. Der Eintritt nur mit negativem Schnelltest wird von den Wissenschaftlern der Uniklinik bei den aktuell niedrigen Inzidenzen als unnötig angesehen. Die Teststrategie könnte stattdessen sogar dazu führen, dass die Besucher leichtsinniger werden und sich weniger an andere Maßnahmen wie Abstand oder Maske halten. Das Land Baden-Württemberg hat die Corona-Maßnahmen zum 28. Juni deutlich gelockert, was auch für Freizeitparks viele Erleichterungen mit sich bringt. Die wenigsten Maßnahmen gelten jetzt für Freizeiteinrichtungen in Kreisen mit einer Inzidenz unter 35, worunter auch der Europapark fällt. Im Ortenaukreis liegt die Inzidenz seit einigen Tagen unter 10. Die sogenannte 3G-Regelung gilt hier nun nicht mehr, das heißt, kein Besucher braucht mehr einen negativen Schnelltest für einen Besuch. Den Wegfall des Tests hat der Park auch sofort umgesetzt und kontrolliert dies nun nicht mehr. Sollte die Inzidenz im Ortenaukreis wieder über 35 steigen, wird wieder ein Test notwendig, sofern man nicht geimpft oder genesen ist. Außerdem schreibt die Verordnung nun keine Besucherbegrenzung mehr vor. Der Park darf also theoretisch wieder unbegrenzt viele Besucher einlassen. Allerdings wird die Besucherbegrenzung erst einmal beibehalten und die Besucherzahlen schrittweise gesteigert. Somit werden auch in den nächsten Wochen deutlich weniger Menschen im Park unterwegs sein als an Spitzentagen vor Corona. Wegen der freiwilligen Begrenzung und der weiter notwendigen Kontaktnachverfolgung müssen Tickets weiterhin für ein bestimmtes Datum im Voraus gebucht werden. Große Lockerungen gibt es auch bei der Maskenpflicht. Eine medizinische Maske muss nur noch in Innenräumen, den Attraktionen und dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, getragen werden. Somit fällt die Pflicht in Wartebereichen weg, wenn man sich draußen befindet und den Abstand zu anderen Besuchergruppen einhält. Wegen der Aufhebung der Besucherbegrenzung können die Clubkarten offenbar bald wieder weiterlaufen. Auf der Informationsseite kündigt der Park die baldige Verlängerung der aktuell pausierten Jahreskarten an. Ob man den Park dann wieder wie vor Corona spontan und unbegrenzt besuchen kann, ist bisher nicht bekannt. Denkbar ist auch, dass es ein Tageskontingent gibt und Clubkartenbesitzer im Voraus für ihren Besuchstag reservieren müssen. Eine solche Regelung gibt es seit dieser Saison beispielsweise im Phantasialand. Außerdem gibt es vom Park noch keine Informationen darüber, wann wieder neue Clubkarten gekauft bzw. alte verlängert werden können. Zum Saisonstart liefen bereits die Shows im Globe Theater und im Europapark Teatro. Jetzt sind weitere Shows zurückgekehrt. Mit El Baron in der spanischen Arena und Surprise with the Fire Tiger im Eisstadion laufen hier jeweils wieder die gleichen Shows wie im letzten Jahr. Laut der neuen Corona-Verordnung von Baden-Württemberg dürfen in den Shows draußen bis zu 1500 und in Innenbereichen bis 500 Personen Platz nehmen. Bei größeren Show-Locations darf alternativ bis zu 30% der Sitzplätze besetzt werden. Ab 300 Zuschauern gilt eine Maskenpflicht während der Show.
Da viele Showlocations im Innenraum um die 500 Personen fassen, dürfen diese nahezu voll besetzt werden. Nur im Eisstadion mit 1600 Sitzplätzen darf nur rund jeder dritte Platz belegt sein. Seit dem 24. Juni steht bei Alpenexpress Coastiality ein neuer VR-Film zur Verfügung. Er handelt von Madame Freudenreich und ihren Dinosauriern aus der Attraktion Madame Freudenreich Curiosité. Im Film veranstalten die Dinos ein Wettrennen mit Seifenkisten im Schlossgarten. Damit stehen aktuell 5 Filme zur Auswahl: der Minenexpress mit der Euromaus, Schellen Ursli, Alphamods, Ortifanten und der neue Film Madame Freudenreich Dino-Rennen VR. Eine Fahrt mit Alpenexpress Coastiality kostet nach wie vor 2 € extra. Bis zum nächsten Mal. Genießt den Sommer vielleicht ja mit einem Besuch im Europapark. Ciao!